ich bin der Jürg Rogemoser, bin Geschäftsführer von Eschbach Chocolatier. Wir sind 1972 gegründet worden. Schon dazumal war eigentlich uns Nachhaltigkeit wichtig. Also unser Gebäude wir kühlen und heizen durch eine Grundauslastung, wo wir vom Grundwasser die Energie nehmen können. Das war eigentlich sehr eine gute Geschichte, aber uns ist die Leistung durch die Plattentauscher immer zurückgegangen. Und dann hat man da einen richtig roten Schlick, so einen ganz feinen Film drin gehabt. Und das hat uns einfach das Wasser gehindert, dass das durch die Plattentauscher durchgegangen ist. Und jetzt haben wir einfach über Jahre hinweg die Reinigung auf uns genommen, Zähneknirschen, weil er natürlich auch Kosten verursacht. Und so sind wir jetzt auf das AK4D gekommen und haben das dieses Jahr im Juli installieren. Und jetzt rein auf der normalen Zeitachse hätte ich eigentlich Grössenordnung September, spätestens Oktober hätte ich wieder reinigen müssen. Ich konnte es aber bis jetzt nicht machen. Das war für mich dann schon ein Fingerzeig, irgendetwas passiert, das Wasser geht durch. Wir haben jetzt heute die Platten auseinandergenommen. Und was erstaunlich war, beim zweiten, der Profi hat eigentlich gesagt, ja, ich kann den wieder zutun, der ist nicht verschmutzt. Er hatte ein bisschen gehabt, aber es war nicht schlimm. Ich bin fest davon überzeugt, dass das System eine positive Auswirkung auf die Verrockerungen, die wir jetzt jahrelang darunter gelitten haben. Wenn ich nur die Intervalle schon halbieren kann, dann habe ich AK4D 2 Jahre von der Investition rausgeholt. Ich habe lange gemeint, wir sind die Einzigen, die so Probleme haben. Oder? Ich habe auch gemerkt, die Leute, die bei uns von außen her, also sowohl der Sanitär wie der Ingenieur, der das Ganze geplant und gerechnet hat, die sind extrem gespannt gewesen. Und ich glaube, da gibt es noch Menge Anlagen, die so eine AK4D brauchen könnte, vermute ich jetzt einmal.